So, im Vorspann habt ihr schon gesehen. Das Schätzchen, was hier hinter mir steht, habe ich mir neu zugelegt. Da muss die einfach zuschlagen. Es ist ein Diesel, wie ihr es unschwer am Vorspann schon erkennen konnt, aber nicht irgendein Diesel, ne? Also kein 240er, auch kein 300er, sondern tatsächlich der 300er Turbo Diesel, die höchste Dieselmotorisierung, die es beim S123 gab, in 904 dunkelblau, steht er jetzt hier schon auf der Hebebühne parat. Dieses Fahrzeug habe ich fast schon blind gekauft, weil aktuell hat er keinen TÜV und konnten auch von dort, wo ich ihn her habe, den nicht auf die Hebebühne fahre und den mal unter drunter anschaue. Und das möchte ich heute mit euch zusammen mal in diesem Video machen, mal eine kleine Bestandsaufnahme, wie der 123er so von unten aussieht. Und dann würde ich sagen, starten wir. So, und auch unschwer zu erkennen, dass es ein Turbo-Diesel ist. Wer hier die Fahrgestellnummer beginnen mit WDB 123 und dann diese 300er Turbodiesel haben nach 123 dann die 193. Das wäre jetzt so das Merkmal, dass es sich auch um einen echten Turbodiesel mit dem OM 617 952 Motor handelt. Die normale 300er haben 190 in die Fahrgestellnummer drin. Die 240er Diesel haben 183 und soweit mich nicht alles täuscht, der 280 Benziner, die höchste Benzinmotorisierung, hat 123 093. So, hier habe ich dann auch den Farbcode, die 904 für dieses dunkle Blau, und dann habe ich hier noch 3 Zusatzausstattungen, einmal einen Code 411, 466 und 843, muss ich nachschauen, was hinter diesen Zahlencode sich verbirgt. So, bevor ich ihn ganz hoch lasse, möchte ich mir jetzt erstmal so ein bisschen das Lackbild anschauen. Ja. Ja gut, so kleine Feinheiten gibt es halt schon. Immer mal wieder hat auch da jemand versucht, hier wahrscheinlich mit der Spraydose nachzulackieren. Hier unten blüht es auch ein bisschen. Ist auch nicht so optimal. Hier sieht man auch dann komische, hier wurde wahrscheinlich schon was ausgebessert. Das erkennt man auf dem Video, den Rand hier. Da haben wir hier noch einen Lackablatzer. Ja, hier auf der Seite, da habe ich dann dieses Orangenhautmuster, aber wirklich ein sehr grobes, also das ist auch nicht mehr Erstlack, definitiv nicht. Hier unten blüht es auch durch. Radlauf. Da bin ich mal gespannt, wie das unter drunter aussieht. Hier habe ich auch Risse im Lack. Ich halte es mal ein bisschen schräg, dass ihr das erkennen könnt. Hier schon irgendwo mal entlang kratzt. Sieht es innen drin aus? Türen unter drunter. Auch immer so eine gefährliche Stelle. Ja, und hier haben wir schon. Hier gibt es schon einen Blätterteig.
Der Rest geht. Aber ja, da muss man auf jeden Fall auch ganz dringend was machen. Heckklappe. Ja. Da gibt es auch was zu tun. Oh ja. Und hier auch ganz ordentlich. Und hier fällt schon was. Ja. Nicht so schön. Gut, und so allgemein Lackzustand mangelhaft, würde ich jetzt sagen. Ja, da braucht man jetzt nichts schönreden. Ja, da auch eine Delle. Hier auch wieder Rost. Oh ja. So, dann schauen wir uns den 123er mal von unten an. Jetzt hier vorne Längsträger. Auch hier drinnen. Sieht gar nicht so schlecht aus, aber ja, hier vorne ist das ja auch regelmäßig immer dem Öl ausgesetzt. Hier an der Lichtmaschine, da ist auch schon leicht feucht. Ölwanne wurde hier mal abgedichtet mit einer Masse, Abdichtmasse, da wurde schon mal was gemacht. Ja. Dann hier in die Radläufe, ja, da hat sich auch jemand versucht und hat das hier einfach zugepflastert, ja, jetzt nicht unbedingt schön. Ja, immer mal wieder gibt es ein paar Stellen. Hier der andere Radlauf. Ja, hier oben genau das gleiche. Da wurde auch schon was reingeschweißt. Ein Seitenschweller. Ja, sieht man auch ganz deutlich. Sonst der Unterboden sieht gar nicht so schlecht aus. Hier ist auch noch irgendwelches Öl. Aha. Okay, wo kommt das her? Hier alles ist irgendwie, aber wahrscheinlich mit Bitumen oder so ist man hier mal drüber gegangen. Ja, auch nicht so optimal. Ja, und hier wurde auch was zugeschmiert. Ja. Ja, ich glaube, da muss man einiges tun. Die sogenannte Bullereier vom hydropneumatischen Fahrwerk, die wurden schon mal gewechselt und dann schön, wo man den Unterbodenschutz aufgetragen hat, schön drüber gespritzt. Die wurden auf jeden Fall schon mal neu gemacht. Antriebsmanschetten. Sieht auch gut aus. Andere Seite auch. Ja. So, und es sieht ja jetzt nicht so schlecht aus wie gedacht. Also ich habe gedacht, mich erwartet da jetzt deutlich mehr.
Er wurde schon mal geschweißt, gerade vorne in die Radläufe. Hinten sieht es gut aus. Vorne wurde auf jeden Fall schon Bleche reingemacht. Unterboden an einer Stelle auf der linken Seite auch, wie ihr es im Video gerade gesehen habt. Gut, aber ein 123er, der in Deutschland lief, auch über den Winter, ja, ich glaube, da gibt es keinen, wo nicht schon mal irgendwas geschweißt wurde. So, jetzt mache ich mal die Räder noch weg und schaue mir die Radläufe komplett an. Und zwar, wenn man hier die Schutzabdeckung vorne raus macht, wie es dahinter aussieht, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Also gerade dieser Bereich hier. Also gerade dieser Bereich hier, ne? Hier ist ja dann die Schutzabdeckung, die geht ungefähr bis hier und dann quasi bis Verlängerung A-Säule hier runter. Den Bereich hier hinter, den schaue ich mir jetzt dann mal an. Dazu muss ich die Räder wegmachen und diese Schutzschalen im Radlauf dann rausnehmen. So, und das ist dahinter vorkommen, das ist eigentlich das, was man nicht sehen möchte. Habe ich schon ein Löchle drin. Löchle, naja, ist ein bisschen untertrieben, ne? Das ist schon ein richtiges Loch. Ja. Ja, und deshalb muss man ab und zu diese Radlaufabdeckungen, die muss man einfach mal rausmachen, ne? So, hier oben ist auch. Das ist jetzt hier die linke Seite. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig schön. Aber ja, schauen wir mal. Das sieht auch so aus, als wie hier schon mal zugespachtelt wurde. Weiß ich jetzt nicht so genau. Aber drunter trostet halt alles ungehindert weiter, wenn man das nicht schön macht. Also hier muss der Kotflügel komplett weg, dass man hier sich dem da annehmen kann. Und hier muss ich auch noch ein bisschen weiter aufmachen. Ja, das ist schon mal geschweißt worden hier. Scheint in Ordnung zu sein, aber hier, da wird dann alles erst richtig zum Vorschein kommen, wenn man den Kotflügel hier wegmacht, ne? Und hier, so sieht das Ganze dann unten aus, wenn man das Ganze wegmacht hier. Kann man die Werkstatt gleich komplett fegen hier nochmal. So, und hier auf der rechten Seite sieht es komischerweise etwas besser aus, weil normalerweise ist die rechte Seite immer die schlimmere, ne, bei Fahrbahnrand. Und da liegt bekanntlich mehr Schmutz und Zeug. So, das ist noch ein Schneckenhaus, okay. Das gab es jetzt auch noch nie, komplettes Haus von einer Schnecke. Da kommt alles mögliche, Sand, Dreck. Ja. Haben wir auch schon was hier. Ja. Gleiche Stelle wie drüber auch. Ja, und da machen wir den Kotflügel ebenfalls ab. So, hier in die Seitenschweller, da nehme ich jetzt gleich mal diesen Gummipropfen hier raus. Die sehen aber noch recht gut aus, diese Gummipropfen. Von dem her bin ich da zuversichtlich, dass innen drin vielleicht nichts Schlimmes ist. Aber da schauen wir jetzt gleich noch mit der Endoskopkamera rein.
So, dann schauen wir uns mal das Innenleben hier an mit der Endoskopkamera. Nehmen wir euch mal so mit. Mal eher als Erfolg. So, die erste Bestandsaufnahme war ein bisschen ernüchternd. Na, wir haben einen total schlechten Lack, total unterschiedliche Lack. Also das Fahrzeug muss auf jeden Fall neu gespritzt werden, neu geduscht werden, komplett. Das möchte ich so nicht lassen. Dann Unterboden war okay, ja, die Radläufe vorne links und rechts weniger okay, ja, aber das ist wie vorher schon erwähnt, ein 123er, der in Deutschland, in Frankreich, ja, er lief in Deutschland und in Frankreich auch mehrere Winter lang, da ist das halt einfach nicht zu vermeiden, denke ich mal, und ja, da muss man halt ein bisschen Schweißarbeit leisten und ja, ein bisschen schön abschmirgeln das Ganze, neu lackiere dann, wenn es dementsprechend fertig ist, Rostumwandler und so weiter und so fort. Die Kotflügel werde ich jetzt im nächsten Video abnehmen. Dazu muss ich die Stoßstange entfernen, die Scheinwerfer ausbauen und dann kann ich die Kotflügel hier am T-Modell abnehmen. Also das heißt, bleibt dran. Im nächsten Video bzw. in einem der nächsten Videos hier auf dem Kanal seht ihr, wie es mit dem 300er Turbo Diesel weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.